herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir einen leckeren Zebrakuchen. Dafür als erstes einen Bogen Backpapier über den Boden einer Springform legen, die Springform dann wie gewohnt einrasten lassen und das überstehende Backpapier eventuell mit einer Schere am Rand abschneiden. Die Springform danach erstmal zur Seite stellen. Als nächstes 200 Gramm zimmerwarme Butter und 200 Gramm Zucker mit einem Päckchen Vanillezucker in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixer oder einer Küchenmaschine cremig rühren. Dann nach und nach insgesamt 4 Eier dazugeben. Jedes Ei wird ungefähr 1 Minute untergerührt. Dann das nächste Ei dazugeben und weiter rühren. Jetzt ein Sieb hernehmen und ein Päckchen Backpulver und 375 Gramm Mehl durch das Sieb zum Teig geben. Durch das Sieben wird der Teig später richtig schön locker und nicht so schwer und fest. Jetzt noch eine Prise Salz und 250 Milliliter Milch dazugeben und weiter mixen, bis alle Zutaten gleichmäßig eingearbeitet wurden und ein glatter, cremiger Teig entstanden ist. Jetzt etwas mehr als die Hälfte des Teigs abnehmen und in eine separate Schüssel füllen. Zum Restteig dann 3 gehäufte Teelöffel Kakaopulver und 50 Milliliter Milch geben. Kakaopulver dann unterrühren, bis ein glatter Schokoladenteig entstanden ist. Um das Zebramuster jetzt in den Kuchen zu bringen, einen Esslöffel des dunklen Teigs in die Mitte der vorbereiteten Springform geben, etwas glatt streichen, dann einen Esslöffel des weißen Teigs mittig auf den dunklen Teig geben, dann wieder einen Esslöffel des dunklen Teigs, danach wieder einen Esslöffel des weißen Teigs und das Ganze jetzt wiederholen, bis kein Teig mehr übrig ist. Und so füllt sich die Springform nach und nach mit einem hell und dunkel gestreiften Teig. Den Kuchen danach für 50 bis 60 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze backen, dann herausholen. Und sobald man mit einem Holzstäbchen in den Kuchen stechen kann, ohne dass etwas daran kleben bleibt, ist der Kuchen fertig. Den Kuchen dann in der Springform noch etwa 10 bis 15 Minuten abkühlen lassen, dann die Springform lösen und vorm Servieren am besten auf einem Kuchengitter komplett auskühlen lassen. Dann schneiden wir den Kuchen mal an und schauen uns das Muster an.
So sollte es nach dem Backen aussehen. Die hellen und dunklen Teigschichten wechseln sich ab. Den Kuchen dann auf Tellern anrichten und am besten mit einem Klecks geschlagener Sahne servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.